befinden uns hier in Rüsselsheim bei der Opel Automobile GmbH im G-Bau, das ist im Bereich des Anlagenbaus. Und hier werden Anlagen vorbereitet, damit sie dann in Produktionseinsatz kommen. 2017 haben wir uns die Aufgabe gestellt, wie wir unsere Werkzeuge kostengünstiger und effizienter gestalten können und sind letztendlich auf die Firma IFM gekommen. Wir versuchen mit dem O3D-Sensor etwa 80% der konventionellen Sensorik zu ersetzen. Man kann sich das vorstellen, wie mit einem eindimensionalen Sensor haben wir verschiedene Regions of Interest, die wir abfragen wollen. Der O3D hat den Vorteil, dass man nur einen Sensor nimmt und dann die ROIs softwaretechnisch anordnen kann, dort wo man ein Interesse sieht. Wir haben die ROIs an unsere Bauteile positioniert und fragen dann über eine Abstandsmessung einfach nur ab, okay, ist ein Bauteil da oder ist eine Endlage von einem Spanner erreicht. Den Vorteil, den wir jetzt mit dem Live-Bild vom IFM-Sensor haben, ist, über eine Rot-Grün-Einfärbung wird dem Werker direkt symbolisiert, okay, ist das Teil schon eingelegt, ist es nicht eingelegt, ist der Spanner geöffnet oder ist der Spanner geschlossen. Und heute benötigen wir noch 10 Sensoren für Aktoren, die verdeckt sind, die der Vision-Sensor nicht erkennen kann. Zuvor haben wir 30 bis 40 Sensoren verbaut. Das heißt, wir konnten einen Großteil der Sensoren ersetzen. Wir haben hier eine Kosteneinsparung zwischen 20 und 30%. Wir hatten mehrere Meetings auch direkt mit der Entwicklung, hatten da einen Draht zu den verschiedenen Applikationsingenieuren von IFM, die den Sensor auch mit entworfen haben und konnten da sehr wichtige Erkenntnisse ziehen, wie arbeitet der Sensor. Und dann ging es sogar so weit, dass IFM für uns diese Visualisierung programmiert hat, dass man einfach dieses Live-Bild auch auf einem Display anzeigen kann.